Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Das BauFachForum darf euch heute mal wieder einen richtigen Highlight vorstellen und für die nächsten paar Jahre mal ein neuer Produkte-Test vorstellen. Ihr seht, auf meinem Tisch, auf meinem Balkon sieht es wieder richtig lebhaft aus. Wir sind wieder in der Schreinerarbeit drin. Wir haben für euch jetzt mal einen neuen Produkte-Test begonnen, und da seht ihr schon, wir haben hier einen neuen Stand aufgebaut, einen neuen Langzeitbewitterungsstand aufgebaut. Da wollen wir mal prüfen, wie die Brüstungsanschlüsse hier funktionieren und wie die eigentlich machbar sind. Ganz interessant wird es sein, ihr seht mal, wir haben hier also einmal haben wir Illbruck-Produkte, die haben wir auch immer angeschrieben mit I1 oder der Proband 4 ist zum Beispiel ein BOSIG-Produkt. Wenn etwas da ist, haben wir ein Nomen-Produkt. Wir haben dann auch überall Produkte von illbruck und BOSIG genau gleich verglichen. Also wir haben immer die gleichen Produkte genommen und haben die eingebaut. Wir sehen jetzt auch hier, dass wir, und da möchte ich jetzt mal gleich ein ganz großes Lob an die Firma Sto aussprechen. Sto hat uns diese ganzen Putzträger zur Verfügung gestellt, beziehungsweise sondergefertigt. Und ihr seht diese Putzträger, da haben wir hier schon für euch eingeschweißt, wie der Putz aufgebaut ist. Das sind also unterschiedliche Putzteile, die da aufgebracht wurden. Die werden in den Probanden alle genau beschrieben, wie das sein soll. Und was wir auf jeden Fall auch gemacht haben, wir haben hier, seht ihr, Schaufenster eingebaut. Und diese Schaufenster, das seht ihr, das sind immer unterhalb dieser Fensterbänke, sind Schaufenster eingebracht. Ich möchte, was wir auch haben, das seht ihr im Hintergrund, wir haben das Ganze hinten abgedichtet und haben immer diese Weichfaserplatten, die wir als Putzträger verwenden, die haben wir immer so eingesetzt, dass wir dazu sehen. Ich weiß, dass wir da sicherlich mit dieser Plexiglasscheibe Kondensat produzieren, aber ich weiß auch eines, dieses Kondensat wird auch ohne diese Plexiglasscheibe produziert. Naja, ein bisschen geschlampt haben wir jetzt haben wir sogar noch die Schutzfolien vergessen abzuziehen. Wir haben immer gleich, also illbruck-Produkte und BOSIG-Produkte quasi in Vergleich gestellt, wie die funktionieren. Wir haben auch eines gemacht, es ist ja immer die große Streitfrage, dann natürlich das tierische Orakel. Das muss natürlich auch dabei sein, gell Thierry? Du musst immer gucken, dass alles in Ordnung geht, gell? Ja, also unser Lexikon tierisches Orakel hilft uns natürlich immer bei solchen Sachen mit, dass wir da kriegen. Wir haben jetzt ja immer diesen Unterschied zwischen einmal der Putzerrichtlinie, die uns ja ins Bauwesen eingesetzt wurde, wohlgemerkt mit Absegnung vom Bundesverband Fenster, Schreiner aus Berlin oben, die hier sogar für die Putzerrichtlinien 2010 das Segen dazu gegeben haben, dass sie diesen ganzen falschen Anschlüsse am Brüstungsbereich, dass diese alle in einer Putzerrichtlinie übernommen werden durften. Aber dazu möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Wir werden dran sein, euch einen Brüstungsanschluss hier zu konzipieren, mit dem ihr letztendlich sofort fertig machen könnt und genau zwischen der Putzerrichtlinie und dem Leitfaden getrennt wird. Denn das Problem ist ja immer, da seht ihr, muss ich mal schnell schauen, welches das wir haben. Das seht ihr hier beispielsweise, wenn wir jetzt hier unten in die Fensterbank reinschauen, dann ist es ja so, dass ihr ja immer euer Band, das ihr von oben bringt, das müsst ihr ja über den Putz überkleben. Und diese Überklebung könnt ihr ja nicht bringen, weil da fällt euch ja der Putz, wenn ihr die Fenster einbaut. Also müsst ihr letztendlich ein zweites Mal auf die Baustelle kommen und müsst es anschließen. Seht ihr hier auch das Gesamte. Und man sieht es natürlich von unten. Und das wollen wir natürlich wesentlich schöner machen. Und da denke ich, werden wir euch in den nächsten Wochen sicherlich eine Lösung bieten können. Und wir wollen jetzt testen, wie sich das Ganze verhält auf Putzträger. Der Putzträger selber ist eine Weichfaserplatte.
Also speziell für den Holzbau, für die Dämmebenen, und da wird ja dann immer gleich der Putz aufgebracht. Und wie gesagt, noch einmal vielen Dank an Sto, dass die uns diese Putzträgerplatten gemacht haben. Natürlich bedanke ich mich auch bei Firma BOSIG, bei Firma illbruck. Natürlich muss ich mich bei der Schreinerei Lutz bedanken, die mir geholfen hat, diese Ständer zu machen. Natürlich muss ich mich bedanken bei der Firma Eicher Holzbau, die mir die Putzträger zugeschnitten haben, und natürlich auch bei der Bauherrin, bei der ich über ein Jahr sanieren durfte, und wir aus diesen Putzträgeranschlüssen eigentlich letztendlich das Problem erarbeitet haben, dass wir einen Langzeittest machen wollen. Wir wollen jetzt mal 2 Jahre testen, aber wir wollen dann später vielleicht auch noch das erweitern, so wie wir es ja bei den spritzbaren Dichtstoffen auch gemacht haben, dass wir auf 5 Jahre erweitern. Allerdings werde ich sofort immer dieses Teil entnehmen, wo ich sehen kann, dass sich im Untergrund Kondensat bildet. Wir sind jetzt genau, morgen ist die Walpurgisnacht vom 30. auf 4. auf der 1.5. Wer es nicht weiß, im schwäbischen Raum ist es so, dass man nachsagt, dass in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihren Besen nackt durch die Straßen reiten. Das sind die alten Überlieferungen, und ich habe gedacht, auf diese Aktion hin müssen wir tatsächlich diesen Produkte-Test starten. Also ihr seht jetzt, wir haben das hier komplett eingerichtet. Auf dem BauFachForum könnt ihr das jetzt sehen. Wir haben für euch schon sehr viele Videos vorbereitet, die wir jetzt nach und nach einstellen. Also schaut einfach immer wieder rein in den Produkte-Test vom BauFachForum. Das ist der Brüstungsanschluss Produkte-Test. Ihr seht auch hier noch einmal, das möchte ich euch auch noch mal zeigen, da seht ihr zumal, das ist ja die erste Käferlocke, weg mit dir. Da seht ihr jetzt immer, mit welchen Sto-Produkten das gemacht ist. Und das ist das Schöne, dass Sto uns ja letztendlich hier die Möglichkeit gibt, verschiedene Putzarten, gerade in diesem Brüstungsanschluss, prüfen zu lassen auf Langzeit. Dann können wir auch sehen, ob diese Putze, welcher Putz eigentlich geeignet ist für welchen Anschluss. Und das wird eine spannende Geschichte, das wird eine spannende Grundsatzfrage. Wie gesagt, wir haben alle angeschrieben hier. Es sind illbruck, BOSIG, No-Man Produkte angeschrieben, und wir testen das alles. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist ja der, ich muss mal schauen, das ist der hier, glaube ich, jawohl, der ist der hier. Das ist ja vom Dr. Leier, vom Professor Leier, ist das ja eigentlich mal ins Leben gerufen worden. Ihr seht es da unten, wir haben da sogar eine Putzleiste angebracht. Und haben jetzt, so wie das Professor Leier und auch der Leitfaden noch vorgibt, oben ein Quellband eingebaut. Das ist generell falsch. Dieses Quellband hat da unten nichts zu suchen, da unten ist stehendes Wasser, und dort muss das Wasser ablaufen können. Und das Wasser muss raus können. Das ist schlimm. Das ist sowas von schlimm, dass wir irgendwelche falsche Dinge ins Leben rufen und wir nicht mehr in der Lage sind, diese rückgängig zu machen. Die bleiben bestehen bis an den Sankt Nimmerleinstag. Wir haben eines natürlich auch gemacht, wir haben teilweise sogar Gegengefälle gebaut von den Fensterbänken, weil wir ja gerade in der neuen 18533 Teil 3 drin stehen und die 18195 Bauwerksabdichtung ja erneuert wurde. Und dort sind uns ja ganz klar diese Neigungen vorgegeben, und diese Neigungen von den Fensterbänken sind für mich letztendlich nicht ausreichend, um Wasser vom Bau wegzuführen. Auch das wird spannend, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze gemacht wird. So, und so verbleibe ich jetzt mal mit den besten Grüßen, euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger, und verfolgt diesen spannenden Prozess hier. Es werden also regelmäßig jetzt Videos eingestellt. Einfach auf www.baufachforum.de drauf eingeben unter der Google-Suche, dann kommt ihr aufs BauFachForum, seid ihr dann im Shop drin, dann könnt ihr oben auf Produkte-Test tippen an der roten Zeile, und wenn die rote Zeile dann da ist, wenn ihr dann auf dem Produkte-Test sind, dann seht ihr links dran der Brüstungsanschluss in irgendeiner Reihe. Ganz spannend auch, das möchte ich hier ja im gleichen Prozess durchführen, habe ich einen Produkte-Test angefangen mit Norgeshus aus Estland, wo ich Fertighäuser prüfe, weil wir dort genau diese Anschlüsse, die wir jetzt hier sehen, die möchte ich dort umsetzen, so dass sie keine Schäden an Holzhäusern produzieren.
So, und so verbleibe ich jetzt mal mit dem tierischen Adel zusammen. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger. Bis zum nächsten Mal.